Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren schönen Video, wo wir erklären wollen, warum ist eigentlich YouTubes KI unfassbar sexistisch? Was genau heißt eigentlich Sexismus? Nun ja, das bedeutet zum Beispiel an meinem Kanal gesehen, wir haben einfach nur unfassbar viele Männer hier auf dem Kanal, was nicht zuletzt an dem Algorithmus von YouTube liegt. Und zwar sind wir hier bei knapp 93% Männern. Früher war es sogar noch ein bisschen krasser, da waren wir sogar bei, nun ja, 3% Frauen, also 97% Männer so ungefähr. Hat sich in der letzten Zeit ein bisschen gewandelt, was ich interessant finde. Aber nichtsdestotrotz, die Mehrzahl meiner Zuschauer bleibt eigentlich männlich. Und wir wollen klären, warum ist das irgendwie interessant? Nun, zunächst einmal, der YouTube-Algorithmus, der wird natürlich von YouTube entworfen. Und das, was YouTube da für uns entwirft, ist natürlich eigentlich der Algorithmus, der uns Zuschauer am besten dazu verleitet, weitere Videos auf YouTube zu gucken. Das heißt, wir kriegen immer die besten Voraussagungen für uns natürlich, oder zumindest versucht man das als YouTube, damit wir möglichst lange auf der Plattform bleiben, damit natürlich YouTube möglichst viel Werbung zeigen kann, damit YouTube möglichst viel Geld macht, ja. Wir müssen uns nichts vormachen, YouTube ist an Money interessiert, okay? Denen ist scheißegal, was ihr euch anguckt und was ich mir angucke, die wollen einfach nur Kohle sehen. So. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, was deren Algorithmus macht, denn der Algorithmus schlägt euch ja dann Videos vor, dazu kommen wir gleich noch. Aber vor allem jetzt mal die Frage, wie erstellt man so eine KI, so einen Algorithmus? Und im Fall von YouTube ist es eine künstliche Intelligenz, das heißt, im Endeffekt macht man das wie bei allen künstlichen Intelligenzen. Ich habe leider keine Details bekommen, wie das jetzt genau funktioniert im Hintergrund. Im Endeffekt funktioniert aber jede KI grob gleich, okay? Und zwar Daten rein, Voraussage raus, ja? Das ist eigentlich, das Prinzip bleibt eigentlich immer dasselbe. Und im Fall von YouTube sind da Daten drin von unfassbar vielen Benutzern und die Voraussage ist auf den einzelnen Nutzer zugeschnitten und die sagt dann, hey, guck dir dieses Video an, das wird dir gefallen, ich weiß es, bevor du es weißt. Ja, das ist sozusagen das Ziel von YouTube, denn dann weiß jeder Nutzer, wenn ich auf YouTube gehe, dann kriege ich die geilste Erfahrung, also bleibe ich da. So, also mehr Money für YouTube im Endeffekt, ne? Ist eigentlich ein Win-Win. YouTube will, dass wir Spaß haben, wir wollen Spaß haben, YouTube will Geld haben. Im Endeffekt ist Geld gleich Spaß in dem Fall, weil, ja, ist in dem Fall tatsächlich dasselbe. Zumindest aus YouTubes Perspektive, okay? Wir kriegen kein Geld dafür. So, das heißt, was hier sehr, sehr maßgeblich ist, was das eigentlich für Daten sind. Diese Daten, die wollen wir uns mal genauer angucken. Nun, Daten sind eigentlich relativ vorhersehbar im Fall von YouTube. Und zwar als erstes mal, wer ihr seid. Das sind eure persönlichen Daten, denn ihr müsst irgendwie identifiziert werden können. So, das heißt, ihr gebt ein Geschlecht an, ihr gebt einen Namen an, der Name ist nicht so relevant, normalerweise ist eure ID relevanter, ihr habt ein Geburtsdatum, sprich ein Alter, damit kann man euch auch grob einordnen. Leute, die gerade in der Schule sind, haben vielleicht, gerade was Informatik auch angeht, andere Interessen als Leute, die im Beruf drin sind und schon fertig ausgebildet sind, die wollen sich vielleicht eher fortbilden, während die jungen Informatiker oder die gerade angehenden Programmierer vielleicht erstmal Grundlagen haben wollen, so als kleines Beispiel, okay? So, dann als nächstes Suchanfragen. Schaut euch mal meine Suchanfragen an, ist relativ eindeutig, oder? Könnt ihr nachvollziehen wahrscheinlich. Okay, dann, was euch angezeigt wird. Und da sind wir bei diesen empfohlenen Videos. Die stammen vom Algorithmus. Das heißt, der Algorithmus liefert euch empfohlene Videos und je nachdem, was eure empfohlenen Videos sind, verbessert sich der Algorithmus auch wieder selber. Das ist so ein kleines bisschen Schlange beißt sich in den Schwanz. Aber es funktioniert und es ist ziemlich gut. Man sieht hier allerdings auch, dass YouTube nicht wirklich ein kleines bisschen drauf achtet, wann das Ding eigentlich rausgekommen ist. Klar, neue Videos werden häufig bevorzugt, aber hier in dem Fall habe ich auch ein Video vorgeschlagen bekommen, 4 Jahre alt, trotzdem geil, und wird mir vorgeschlagen. Logisch. Und das nächste, worauf man natürlich klickt. Das ist das Allerwichtigste, zusammen mit wie lange man zusieht. Hier habe ich zum Beispiel das Pen and Paper von Rocket Beans komplett angeguckt, gegenüber 2 Stunden, fast knapp 3 Stunden sogar, habe ich komplett gesehen, ja. Ich weiß ganz genau, dass mir alles, was irgendwie Ultracore im Namen hat, jetzt vorgeschlagen wird. Und so ist es auch. Es gibt noch ein paar andere Videos, die haben Ultracore im Namen, wird mir alles vorgeschlagen, ja. Alles, alles, alles. Ist logisch, weil es mir eben gefallen hat. Ich habe sogar ein Like dagelassen. Das ist natürlich für YouTube auch interessant zu sehen, was mir eigentlich gefällt und was mir nicht so gefällt. Die werden auch noch mit einbezogen. Aber ja, tatsächlich sind eure Watchtime, das heißt, wie lange ihr zuseht und wo ihr draufklickt, noch fast relevanter als das, ob ihr ein Like oder ein Dislike gebt. Weil ihr seid vielleicht einfach an einem Thema interessiert. Also sagen wir einfach mal, ihr seid politisch engagiert, ja, und ihr interessiert euch für das Thema AfD, okay?
dann habt ihr zum Beispiel eine Rede von einem AfDler gehört, ihr seid gegen die AfD, also votet ihr nach unten. Aber ihr seid trotzdem weiterhin an dem Thema AfD interessiert, sprich YouTube wird euch weiterhin Videos über die AfD vorschlagen. Okay, versteht ihr, was ich meine? Deswegen Downvotes und Upvotes sagen nicht so unbedingt viel aus, ob ihr weiterhin themenspezifisch irgendwas sehen wollt, sondern sie sagen eher eure eigene Meinung aus. Okay, und dann zu guter Letzt die Abos. Naja, die sind eigentlich herzlich egal, weil im Endeffekt, was in euren Abos ist, wird euch häufiger vorgeschlagen, logischerweise, weil ihr ja in eurer Abo-Box automatisch Sachen drin habt und weil ihr von diesen Leuten mehr geguckt habt. Das heißt, ich habe schon recht viele Maxim-Videos gesehen, ich habe recht viele Rocket Beans-Videos gesehen, deswegen werden mir die häufiger vorgeschlagen. Aber eigentlich haben die Abos nicht wirklich einen Einfluss darauf. Also im Endeffekt können wir es runterbrechen auf: Was habt ihr angeguckt, wie lange habt ihr es angeguckt und was habt ihr gesucht? So, und natürlich eure persönlichen Daten, die zählen da auch rein. Und da kommt der Sexismus so ein bisschen zustande. Denn wenn ich jetzt diese Daten nehme und ins Training reinpacke, passiert Folgendes. Erstmal nehmen wir einen Snapshot von YouTube am 01.01.2020 zum Beispiel, okay? Kann aber jederzeit sein, also ich weiß nicht, ob das wirklich genau das Datum war, aber man macht das regelmäßig. Man nimmt einen Snapshot aller User-Daten, die YouTube so zur Verfügung hat, packt die in die KI rein, also man trainiert die KI relativ lange, das dauert wirklich mehrere Tage bis über Wochen oder Monate, da habe ich leider keinen Einfluss oder keinen Zeitraum gefunden, wie lange das wirklich funktioniert oder wie lange das läuft, und dann ist das Rohmodell erstmal fertig. So, und was man jetzt macht ist, man muss Feintuning betreiben, denn ihr wollt ja nicht dieselben Vorschläge wie eure, keine Ahnung, 13-jährige Schwester haben. So, und deswegen muss man die jeweiligen Nutzerdaten, also zum Beispiel, was ihr persönlich gesehen habt, das wurde ja davor überhaupt nicht betrachtet. Aber was ihr persönlich gesehen habt, das wird dann da reingegeben und daran wird auch nochmal ein kleines Feintuning gemacht. So, damit man sozusagen eure KI nochmal ein bisschen besser anpassen kann und ihr auch wirklich genau diese Maxim und Rocket Beans und Hand of Blood Videos vorgeschlagen bekommt, die ihr da vorgeschlagen bekommt, wie ich zum Beispiel, ja. Und das Training dauert natürlich relativ kurz, weil es muss schnell gehen. Es ist einfach nicht möglich, für mehrere Millionen Nutzer mehrere Monate Training zu machen. Okay, das wäre schlichtweg viel zu teuer. So, und dann haben wir personalisierte Empfehlungen und genau die bekommt ihr ständig zu sehen auf eurer Startseite. Die Startseite ist quasi einfach ein Match von diesem YouTube-Algorithmus, was euch am besten gefällt. Und wenn ihr jetzt diese Startvideos habt und ihr seht einige Videos, sagen wir mal 5 Videos, ihr klickt sie aber nicht an, sondern ihr ladet diese Seite neu, dann hat YouTube sich das gemerkt und dachte sich, okay, das Video scheint ihm nicht so gut zu gefallen, dass er sofort drauf geklickt hat. Also wird YouTube sich das für die Zukunft merken und sagen, die Klickrate hier bei diesem Video war nicht so hoch, wie ich es erwartet habe, ich mache das mal ein bisschen weiter nach hinten. Aber ihr könnt das natürlich, wenn ihr dann später das Video anklickt, trotzdem noch wieder rückgängig machen sozusagen. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie, oh mein Gott, ich muss jedes Video anklicken, damit ich meine Empfehlung nicht kaputt mache oder sowas. Sondern wenn ihr mal keine Zeit habt, völlig egal, guckt das Video einfach später und es ist nichts passiert. So, was heißt das jetzt für unsere Fragestellung aus dem Titel? Ist YouTubes KI eigentlich sexistisch? Beziehungsweise wie ist YouTubes KI eigentlich sexistisch? Nun, relativ simpel eigentlich. YouTube hat sich die KI entworfen, um die Views zu maximieren. Da ist erstmal kein Sexismus dabei, ja. Die wollen einfach nur maximaler Profit. Das ist alles, was die wollen. So, das zweite, die KI, die interessiert euer Geschlecht eigentlich relativ wenig, ja. Sie sieht nur, okay, Frauen gucken eher das, Männer gucken eher das. Aber ob da jetzt Frau oder Mann steht oder Einhorn steht, das ist der KI völlig egal. Nur eben fürs Training wird das Ganze natürlich benutzt. Es muss ja irgendwelche Daten geben, die die KI verwendet. Die KI ist also offensichtlich nicht sexistisch, aber wir als Nutzer sind sexistisch. Das heißt, wir gucken ganz speziellen Content. Zum Beispiel, um das Beispiel nochmal zu bringen, eure 13- oder 14-jährige Schwester wird höchstwahrscheinlich was anderes gucken, als ihr zu dem Zeitpunkt, als ihr 13 oder 14 wart. Beziehungsweise, falls es da noch kein YouTube gab, so wie bei mir. Okay, es gab wahrscheinlich YouTube, aber ihr wisst, was ich meine. Solltet ihr zu dem Zeitpunkt YouTube konsumiert haben, hättet ihr wahrscheinlich etwas anderes gesehen. Und dementsprechend sind wir eigentlich die, die sexistisch sind in dem, was wir tun, ja, weil wir uns einfach anders verhalten. Ich persönlich konsumiere halt keinen Bibis Beauty Blog, Palace oder wie es heißt, sondern ich konsumiere halt eher Gaming-Videos. Ist halt einfach so. Oder Hacking oder Programmieren oder was auch immer, ja.
Aber der Punkt ist, dass wir einfach dadurch, wie wir YouTube konsumieren, den Algorithmus sexistisch machen und nicht der Algorithmus von Natur aus sexistisch ist. Das heißt, wir müssen eigentlich, wenn wir uns daran stören, dass die KI sexistisch ist, mit dem Thema auseinandersetzen, warum ist die das eigentlich? Und was genau sagt unser Konsumverhalten über uns aus, über unsere Geschlechterrollen oder was auch immer? Und den Punkt, den möchte ich hier gar nicht weiter diskutieren. Ich finde, ich als Informatiker kann mich da schön raushalten. Das dürfen die armen Sozialforscher für uns übernehmen. Und ja, wir können sagen, nicht unser Bier. Wir sind's nicht, macht mal euer Ding. Ja, und das war so meine Antwort auf die große Frage, denn die habe ich jetzt schon häufiger mal gelesen und ich dachte mir, langsam wird's Zeit, dass da ein bisschen Klarheit reinkommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Gebt mir gerne auch Bescheid, wie es euch gefallen hat. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal ganz kurz ein Danke an meine Patrons äußern, die mich mittlerweile schon sehr, sehr lange supporten. Und es wird mal überfällig, dass ich mich hier bedanke. Vielen Dank an euch alle. Ihr seid einfach der Hammer. Ohne euch wäre dieser Kanal höchstwahrscheinlich schon lange nicht mehr da. Ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.